Lieber Widder, sei aufs allerherzlichste willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, wie möchte sich dein Juli gestalten? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Oder aber auch, was solltest du am besten ganz außer Acht lassen? Lieber Widder, ich denke, der Juli kann sich äußerst positiv gestalten, wenn du etwas ganz Bestimmtes erkennst. Ein lang gehegter Wunsch hat sich bei den meisten, nicht bei allen, bei den meisten erfüllt. Du realisierst in Dankbarkeit doch die Erschöpfung. Was hat es dich gekostet, um diesen Wunsch erfüllt zu bekommen? Wow. Doch, lieber Widder, ich denke, die Freude überwiegt der Erschöpfung. Doch du beschließt etwas. Du versprichst dir selbst etwas. Du möchtest für immer und ewig einen Moment festhalten. Geduldig, sehr, sehr mutig hast du viele Situationen in den vergangenen 3-4 Monaten ertragen. Du hättest dich ihnen nicht aussetzen müssen. Doch ja, wir wissen, es ist nicht einfach, dann gewisse Muster und Dynamiken zu erkennen. Manchmal fehlt einem der Mut und manchmal ist man auch so gelähmt von dem, was man da mitkriegt, dass man ja gar nicht reagieren kann. Wir schauen uns deine Themenkarten an. Es ist ein Kreislauf, ein Zyklus, der beendet wird, der erkannt wird. Es hat mit Dualitäten zu tun. Es hat mit deinen getroffenen Entscheidungen zu tun. Du wirst dir Hilfe holen, Rat holen bei jemandem, der anders tickt. Bedeutet, du öffnest dich für andere Sphären, für andere Praktiken. Also es ist so, damit du dir vorstellst, angenommen, du möchtest dich besser, gesünder ernähren und dann gehst du zu einem Ernährungstherapeuten, zu deinem Heilpraktiker, wie auch immer, wo auch immer du gehst oder zu irgendjemandem, der dir die richtige Diät verschreibt. Nein, du probierst es ganz anders, nämlich Heilung auf ganzer Ebene. Du könntest zum Beispiel einen Menschen aufsuchen, der in der Ayurveda-Praxis ganz top und fit ist. Also du möchtest auf ganzer Ebene etwas bewegen und nicht nur auf einem Teil der vielen Ebenen. Was war vor 5 Tagen, 5 Wochen, 5 Monaten? Die letzten 25 Jahre hast du sehr viele Gespräche geführt mit der geistigen Welt, mit deinen lieben Verstorbenen. Du hast immer an etwas geglaubt, was da ist. Du hast Kraft daraus geschöpft. Du hast dich alleingelassen gefühlt. Jetzt irgendetwas Neues, was du denkst, was dich komplett ergänzt und vollkommen gemacht hat. Du wirst sehr viele Botschaften erhalten, sehr viele Impulse. Es ist sehr, sehr interessant, denn es gibt 3 Themen bei dir im Juli, die sehr, sehr prägnant sind, mit denen du dich auseinandersetzen wirst. Es kann aber auch sein, dass sich diese 3 Themen auf 3 Jahrzehnte beziehen. Wir werden sehen, nachher mehr mit dem Tarot. Schauen wir uns jetzt deine Hauptthemenkarte an. Bedeutet, welches Hauptthema begleitet dich im Juli? Übrigens,
Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version, Woche für Woche, mehr Botschaften, mehr Details. Dieses Extended-Video, den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet, normalerweise ein Video 35, 40 Minuten. Wie gesagt, Woche für Woche aufgeteilt. So, du hast 2 Themenkarten, nämlich die Perfektion. Du erkennst, wer du bist, was du kannst. Du möchtest es alles haben. Und die ganz, ganz große Wunscherfüllung. Beste Karten, beste Voraussetzungen. Wenn du bereit bist, die Dualität zu erkennen und zu integrieren. Gut möglich, dass du mit einer Jungfrau verbunden bist oder einem Wassermann. Diese eventuell sehr, sehr ausschlaggebend werden im Juli. Die Jungfrau regiert. Der Wassermann beobachtet und agiert. Du hörst auf zu suchen, lieber Wassermann. Du kommst in die Annahme im Juli. Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr viel wert. Denn du bist allen einen Schritt voraus. Ha! Irgendjemand agiert im Hintergrund, um zu bekommen, um zu erhalten. Doch ich denke, es ist gut möglich, dass es ein Erdzeichen ist. Vielleicht diese Jungfrau oder ein Steinbock oder ein Stier. Definitiv männliche Energie. Es geht um die Rastlosigkeit, die innere Rastlosigkeit, die auf dich übertragen wird. Warum hat dieser Mensch Rastlosigkeit in sich? Und warum wird das jetzt angesprochen in deinem Widder-Reading? Damit du darauf vorbereitet bist, damit du gleich weißt, worum es geht, damit du nicht mit dir messy umgehen lässt, sondern damit du gleich Grenzen setzt. Es ist die eigene Unsicherheit bezüglich allem, was ist. Vor allem dem persönlichen Halt, dem persönlichen sich gebettet fühlen, sich umarmt fühlen, sich sicher fühlen. Es ist eine höchst unspirituelle Person, mit der du es da zu tun hast, lieber Widder. Für sie gilt nur schwarz oder weiß. Es gibt kein Grau. Wisse das. Du solltest dir im Juli mehr Zeit zur Ruhe gönnen, mehr Zeit zum Ausruhen, mehr Zeit zum zu dir selbst zurückkommen gönnen. Irgendjemand von euch Widdern wird im Job irgendeine Angelegenheit haben, sei es, dass durch Unvorhergesehenes die Firma schließt, dass du, lieber Widder, aus unvorhergesehenen Gründen nicht zur Arbeit kannst. Deine Sicherheit, du siehst sie schon davonfließen. Nein, so ist es nicht. Das Universum möchte dir, denn es spiegelt sich ja alles, richtig? Möchte dir mit dieser äußerlichen Situation das Innerliche der anderen Person widerspiegeln. Wie gehst du damit um? Selbstverständlich, du kannst jetzt sagen, ja, aber das ist doch, was im anderen innewohnt und bei mir, ich muss jetzt handeln, ich muss tun. Ja, in der Regel schon. Doch manche von euch schauen einfach nur zu. Warum? Machen wir weiter. Es scheint, als würde irgendetwas neu gemischt werden. Die Würfel werden neu ausgeworfen.
Hattest du ein Projekt, bei dem du jetzt vielleicht in den letzten 6 Monaten total in Tune warst, dich darauf vorbereitet hast, es nicht erwarten konntest, dass es endlich zustande kommt? Plötzlich gibt es dort eine Erkenntnis über dieses Projekt und du fragst dich, warum war ich hinter diesem Projekt tatsächlich wirklich so hinterher? 3 Themen, wie gesagt, im Juli, die du lösen darfst, die du loslassen kannst, sofern du bereit bist, sie anzuschauen. Es sind 3 Themen, die, wow, also ein Thema hat damit zu tun, mit Engagement, mit einbringen, mit sich eintunen. Ein anderes Thema hat mit Geben und Nehmen zu tun. Und ein anderes Thema wiederum hat damit zu tun, mit der Sicherheit des Wissens, der Weisheit und der Autorität. Also du hättest alle Hände voll zu tun im Juli. Es scheint, lieber Widder, dass du dich aus welchen Gründen auch immer vernachlässigt bzw. nicht gesehen fühlst. Es ist im Juli eigentlich alles gut. Doch du hast das Gefühl, dass deine Welt Kopf steht, richtig Kopf. Und du denkst dir, wow, im Außen ist eigentlich alles so wie immer. Doch in mir drin, ulala. Jemand kommt zu dir zurück, eine weibliche Energie, Luftzeichen, Erdzeichen, Feuerzeichen, alles dabei, nur kein Wasserzeichen, welche so überraschend präsent ist, dass auch diese Energie in dir drin alles umwirbelt. Vielleicht solltest du ein bisschen archäologische Arbeit tun. Und zwar nicht im Wüstensand, sondern in deinem Herzen. Denn es möchte sich dir etwas zeigen, wo du ganz, ganz lange auf der Suche warst. Und es ist wie das fehlende Puzzleteil. Der Juli schenkt es dir. Nimmst du es an? Wir machen weiter im Extended, lieber Widder. Wie gesagt, Woche für Woche. Andere Botschaften, andere Details. Der Link ist hier unten unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf. Du wirst automatisch weitergeleitet. Wir freuen uns, dich gleich wieder zu sehen. Ciao!